4 Mannschaften, 0 klare Favoriten und Drama vor dem ersten Anpfiff. Die Niederlande ohne ihren Zauberer, Japan ohne seinen Flügelflitzer, Schweden mit 2 Superstürmern und Tunesien mit einer Abwehrmauer, die einfach kein Tor zulässt. Das ist Gruppe F. Wer überlebt diese Hammergruppe? Wer zittert sich durch? Und wer erlebt das ganz große Herzschmerzdrama? Die knallharte Analyse. Jetzt. Orange. Seit 1988 warten die Niederlande auf einen Titel. Und jetzt das. 3 Wochen vor dem Turnier reißt sich Xavi Simons das Kreuzband. Der Mann, der bei Tottenham diese Saison überragte, schreibt auf Instagram: Alles, was ich wollte, war für mein Team zu kämpfen. Ich bin am Boden zerstört. Dieses Zitat geht unter die Haut. Aber jammern gilt nicht. Trainer Ronald Koeman hat einen Plan B. Tiani Reinders von der AC Mailand rückt auf die 10. Dahinter die Doppelsechs Frankie de Jong und Ryan Gravenberch. Das ist Weltklasse. Kapitän Van Dijk, Ake und Van de Ven in der Abwehr. Vorne Memphis Depay. Ohne Simons fehlt die Genialität. Aber die Niederlande sind trotzdem Favorit. Platz 1 ist Pflicht. Alles andere wäre eine Katastrophe. Japan. Die erste Nation weltweit, die sich für diese WM qualifiziert hat. 54 Tore in 10 Spielen. Aber dann, am 9. Mai, der Schock. Kaoru Mitoma, der Star von Brighton, reißt sich den Oberschenkel. Trainer Hajime Moriyasu kämpft bei der Pressekonferenz mit den Tränen. Das wird ihn mehr schmerzen als jeden anderen. Auch Takumi Minamino von Monaco fehlt mit Kreuzbandriss. Aber Japan wäre nicht Japan, wenn sie nicht Lösungen finden würden. Kapitän Wataru Endo von Liverpool ist der Fels. Takehiro Tomiyasu von Ajax ist nach 2 Jahren Verletzungspause wieder fit. Ein kleines Wunder. Und vorne wirbeln Takifusa Kubo von Real Sociedad, Ritsu Doan von Eintracht Frankfurt und das 20-jährige Sturmjuwel Keisuke Goto. Mit 39 Jahren ist Yuto Nagatomo bei seiner 5. WM dabei. Japan ist taktisch extrem diszipliniert und wird den Niederlanden alles abverlangen. Platz 2 ist das Ziel. Schweden. Wie haben die sich überhaupt qualifiziert? In der Gruppe Letzter geworden, aber dann über die Nations League in die Playoffs geschlichen. Neuer Trainer Graham Potter. Und was macht Potter? Er besiegt die Ukraine 3:1, Viktor Gyökeres mit einem Hattrick. Und im Finale Polen 3:2. Wahnsinn! Schweden hat das vielleicht beste Sturmduo des Turniers. Gyökeres von Arsenal und Alexander Isak von Liverpool. 50+ Tore diese Saison. Potter sagt über Isak, wenn er in Topform kommt, ist er ein Weltklasse-Spieler. Aber Achtung, Dejan Kulusevski fehlt wegen einer schweren Knieverletzung. Und die Defensive um Kapitän Victor Lindelöw ist alles andere als sicher. Dazu im Mittelfeld das Tottenham-Juwel Lukas Bergwall und Wolfsburgs Matthias Svanberg. Schwedens Offensive ist Weltklasse, aber die Defensive kann jedem Gegner ein Tor schenken. Das wird eine wilde Achterbahnfahrt. Tunesien. Die Adler von Karthago haben in der Qualifikation etwas Historisches geschafft. 10 Spiele, 0 Gegentore. Aber dann kam Trainer Sabri Lamouchi und mistete den Laden radikal aus. Kapitän Ferjani Sassi raus. Abwehrchef Yassin Merea raus. Alles für die Verjüngung. Und dann verweigerte Sturmjuwel Louis Ben Farhat vom Karlsruher SC auch noch die Nominierung. Chaos vor dem Turnier. Aber sportlich gibt es Hoffnung. Eintracht Frankfurts Elias Skiri ist der neue Kapitän und Mittelfeldzerstörer. Hannibal Mejbri von Burnley bringt Kreativität. Und im Sturm das größte Talent des Landes, Khalil Ayari von PSG. Dazu die Bundesliga-Profis Rani Khedira von Union Berlin und Elias Saad von Hannover 96. Tunesien wird extrem tief stehen und jeden Gegner zur Verzweiflung bringen. Die Defensive ist grandios, aber die Offensive viel zu harmlos. Und hier ist unsere schonungslose Prognose für Gruppe F. Platz 1, Niederlande. Trotz des Xavi-Schocks zu viel Klasse. Platz 2, Japan. Taktisch zu stark, um an Schweden und Tunesien zu scheitern. Platz 3, Schweden. Mit Gyökeres und Isak als einer der besten Gruppendritten weiter. Platz 4, Tunesien. Defensiv grandios, aber vorne fehlt die Durchschlagskraft.
Die KI und Buchmacher sehen die Niederlande mit über 55% Gruppensiegwahrscheinlichkeit klar vorne. Japan ist Favorit auf Platz 2. Aber Achtung, Schweden wird mindestens einen der Großen ärgern. Was glaubt ihr? Schafft Japan es trotz Mitoma-Ausfall ins Achtelfinale? Wird Schweden mit seinen Superstürmern zur Überraschung? Und hält Tunesiens Abwehrmauer auch gegen Van Dijk und Isak? Schreibt's in die Kommentare und abonniert den Kanal, denn als nächstes nehmen wir Gruppe G auseinander. Bis dahin, haut rein!